Amen. Amen. In our last presentation, In unserer letzten Präsentation we were talking about comparing and contrasting. haben wir über das Vergleichen und Gegenüberstellen gesprochen. I received a question Ich habe eine Frage bekommen, that spoke about juxtapositioning two entities die darüber handelte, zwei Einheiten zu juxtapositionieren, nebeneinander stellen, and comparing and contrasting. vergleichen und gegenüberstellen. The question was, how do you know which characteristics to compare and which ones to contrast? Und die Frage war, woher weiß man, welche Charaktere man vergleichen muss und welche man gegenüberstellen muss? There was a bit more to the question, Da gab es noch ein bisschen mehr in dieser Frage, but I picked up that portion aber ich habe diesen Teil aufgenommen and I wanted to show us how we deal with that issue und ich wollte uns zeigen, wie wir mit diesem Thema umgehen. as we deal with Daniel 11 verse 40. Während wir hier Daniel 11, Vers 40 behandeln. What I wanted us to see Was ich wollte, dass wir sehen, is that when we take the characteristics of this power from Revelation dass wir, 13 and 17, dass wir diese Charaktereigenschaften von dieser Macht in Offenbarung 13 und 17 nehmen. we see that this power, which we'll identify as the King of the North, has 3 steps. Und diese Macht, die wir als den König des Nordens identifizieren, sehen wir, hat er 3 Schritte. Life, death, and resurrection. Leben, Tod und Wiederauferstehung. And you can see that in verse 40. Und man kann das in Vers 40 sehen. Verse 40 only brings to view steps 2 and 3. It skips step 1. Und Vers 40 tut Schritt 1 darüber hinweggehen, man sieht nur 2 und 3. Step 1 Und dieser erste Schritt here hier is before verse 40. ist vor Vers 40. This is the 1260. Das ist die 1260. This is maybe someone. I'll give the verse. Maybe Vielleicht kann jemand den Vers finden oder ich kann auch den Vers geben. I'll give you 2 Bible verses. Ich gebe euch 2 Bibelverse. I'll give you the weak one, then the stronger one. Ich gebe euch den schwachen und dann den stärkeren. At least in my opinion. Und zumindest nach meiner Meinung. Daniel 11 verse 31. Daniel 11, Vers 31. Arms shall stand on his part. Armeen bzw. Arme sollen auf seiner Seite sein. They shall pollute the sanctuary of strength, Und sie werden das Heiligtum der Stärke verunreinigen. take away the daily sacrifice, Sie werden das tägliche Opfer abschaffen. and they shall place the abomination that maketh desolate. Und dann sollen sie den Groll der Verwüstung auferrichten. That's what's happening here in this history. Das ist, was hier in dieser Geschichte passiert. Give you what I think I would consider a stronger verse. Und ich gebe euch jetzt einen Vers, wo ich denken würde, dass er stärker wäre. Daniel 8 verse 12. Daniel 8, Vers 12. And an host was given him against the daily sacrifice. Very similar language. Und ein Herr wurde ihm gegeben gegen das tägliche Opfer. And it cast down the truth to the ground, Und es hat die Wahrheit zu Boden geschmissen und drauf point rumgetreten. I want us to pick up from the verse. It says it practiced and prospered. Und den Teil, den ich wollte, den wir aufnehmen, ist, dass es jetzt hier praktiziert und dann auch noch erblüht. I just read Daniel 11 verse 31, Und ich habe gerade Daniel 11, Vers 31 gelesen. and the last verse I just read was Daniel 8 verse 12. Und der letzte Teil hier war Daniel 8, Vers 12. I'll put it here for Sister Gabriella. Und ich markiere es hier für Schwester Gabi. 11:31 Daniel 11, Vers 31 and 8:12. und 8, 12. There are many other verses we could go to. Da gibt es viele weitere Verse, die wir zitieren könnten. We could go to Daniel chapter 9 verse 26 Wir können- and 27. Wir könnten auch zu Daniel Kapitel 9, Vers 26 und 27 gehen. That also would be some good verses to look at. Das wären auch ein paar gute Verse, die wir anschauen könnten. The point I want us to see, when you compare the two kings, Den Punkt, den ich möchte, ist, dass man diese 2 Könige vergleicht, we should have been able to anticipate the resurrection of the king of the south. dann hätten wir die Wiederauferstehung des Königs des Südens sehen sollen. And that would have occurred
after 1989, after the whirlwind. Und das wäre nach 1989 gewesen, nach diesem Wirbelsturm. But because we had run out of words, Aber weil wir da keine Wörter mehr hatten, a thus saith the Lord, ein So sagt der Herr, a plain reading, ein geradliniges oder gerade herauslesendes, we had run out of information, da hatten wir dann keine Informationen mehr. and therefore we came to wrong conclusions. Und deswegen sind wir zu falschen Schlussfolgerungen gekommen. Because we did not consider Denn wir haben nicht what? was betrachtet? Structures, Die Strukturen, which is parable teaching, welches die Gleichnislehre ist. compare and contrast, Vergleichen. juxtapositioning. Vergleichen, gegenüberstellen, juxtapositionieren. So this is not a new concept. I've discussed this in presentations for a very long time now. Und das ist kein neues Konzept, das habe ich schon in Präsentationen seit einer sehr langen Zeit predigt das. And if you were to do that, Und wenn man das jetzt tun würde, you can see dann kann man sehen, that you'd expect the king of the south to have life, death, and resurrection. dann würde man erwarten, dass der König des Südens auch ein Leben, Tod und eine Wiederauferstehung hat. And it's this information here Und es ist diese Erfahrung hier, that's Oder missing in Information. the verse. die in dem Vers nicht vorhanden I ist. said alive, but it's obviously resurrection. Also ich sage hier am Leben, aber natürlich ist dann hier die Wiederauferstehung. Now, Nun, when we consider this, wenn wir das hier betrachten, I want us to note another point. dann möchte ich, dass wir einen weiteren Punkt sehen. We know that the king of the north isn't going to be alive forever. Wir wissen, dass der König des Nordens nicht für immer am Leben ist. How do we know that? Woher wissen wir das? What happens to him? Was passiert denn mit ihm? He's getting killed. He gets killed. Er wird getötet. Which verse? Welcher Vers? Revelation 17:7. Stick in the book of Daniel, chapter 11, Also im Buch Daniel Kapitel 11, verse 45. Vers 45. He shall come to his end, and no one shall help him. Er soll zu seinem Ende kommen und niemand wird ihm helfen. Who would help? Wer würde denn helfen? The King of the South? No. Der König des Südens? The beast power. Die Macht des Tieres. Oder die Tiermacht. Daniel 8, verse 12. Daniel 8, Vers 12. Arms. Die- So, no, a host was given him. Dieses Heer, was ihm gegeben wurde. 11:31. Daniel 11, Vers 31. Arms shall stand on his part. Armeen oder Truppen sollen auf seiner Seite stehen. Take the arms away, Nimmt man jetzt diese Truppen weg, there's nothing there. da gibt es dann nichts It's what mehr. we would call a deadly wound. Und das würden wir eine tödliche Wunde So nennen. we know he's going to die. Also wir wissen, dass er sterben And wird. so we would expect Und deswegen würden wir erwarten, the king of the south to die. den König des Südens, dass er auch sterben wird. So Also we would expect a death to occur. wir würden erwarten, dass ein Tod hier And I haven't kommt. shown it on this this artwork here. Und ich habe es hier noch nicht aufgezeichnet. The death of the king of the south Der der Tod des Königs des Südens all occurs Alles in passiert. verse 40. in Vers 40. You can see all of that if you look at the king of the north's experience. Und man kann das alles herausfinden, indem man die Erfahrung des Königs des Nordens betrachtet. Life, Leben, death, Tod resurrection, und wieder death. Auferstehung und dann wieder Tod. 4 steps. 4 Schritte. King of the south will go through the same 4 steps. Und der König des Südens wird durch dieselben 4 Schritte gehen. And where do we see that? Und wo sehen wir das? That death, I'll say the wound and then the death of the king of the south. Und wo sehen wir diese Wunde und dann dieser Tod des Königs des Südens, After it comes alive, nachdem es wieder am Leben kommt? not in any verses. Es sind kein Versen. Which way marks? Welchen Wegmarken? Many. Nein. Panium Panium and the Sunday law. und das Sonntagsgesetz. Good. The wound is Panium, the Die- death is Sunday law. Wunde ist Panium und dann der Tod ist das Sonntagsgesetz. So, depending on how you want to approach verse 40, Wie auch immer, oder wie man jetzt auch es kommt darauf an, wie man an Vers 45 rangehen möchte. either Entweder we missed something at the end, haben wir hier am Ende etwas verpasst or we missed something before the end.
Oder wir haben etwas vor dem Ende verpasst. depending on how you speak about those verses, Es kommt darauf an, wie man über diese Verse sorry, spricht those words. oder diese Wörter. I'm hoping now we can all see the importance of using structures or parables. Ich hoffe, dass wir jetzt die Wichtigkeit sehen, dass wir Strukturen und Gleichnisse brauchen. When you get asked a question like this, how do you know when to do something? Also wenn man die Frage gestellt bekommt, wie macht man jetzt das denn alles? And you give an example, Und man ein Beispiel gibt, it all looks very easy. da schaut das alles sehr einfach aus. But when you're left to your own devices to try, it's not that straightforward. Aber wenn man dann sich selbst überlassen ist und das dann versuchen sollte, dann ist es nicht so gerade heraus und einfach. I've given two examples. Ich habe 2 Beispiele gegeben. The 2019 Cross and Baptism example 2019, dass das Kreuz und die Taufe ist, dieses Beispiel. and Daniel 11 verse 40, the King of the North and the King of the South example. Daniel 11, Vers 40, das Beispiel von König des Nordens und Süden. Both examples that Elder Tess has given to us, Beide Beispiele hat ältester Tess uns gegeben. and it's these two observations, these two examples that have really opened up to us a Und die- great light. Diese 2 Beobachtungen oder Beispiele haben wirklich großes Licht uns eröffnet. Now, we've taken quite some time to look at verse 40 Wir haben jetzt ziemlich viel Zeit gebraucht, um Vers 40 dahin durchzugehen and how to structure this verse. und wie wir diesen Vers strukturieren. But of course, Aber this is not how the Millerites approach this verse. ist nicht, wie die Milleriten an diesen Vers herangegangen sind. What have I said? Was habe ich gesagt? I said that all of this structure here Ist, dass all diese Struktur hier is all predicated on one principle. alles auf einem Prinzip aufbaut. The verse 40 Das Vers 40 is a repeat and enlarge of verses 3, 8, and 11. eine Wiederholung und Erweiterung ist von Versen 3, 8 und 11. That's Daniel 11 is a repeat and enlarge of Revelation 13 and 17. Und das ist eine Wiederholung und Erweiterung von Daniel 11 in Offenbarung 13 und 17. The question we need to ask ourselves, Und die Frage, die wir uns selber stellen müssen, why would we do that? warum würden wir das Why tun? would we approach it that way? Warum würden wir so an die Sache herangehen? Because maybe Denn we could approach it a different way. vielleicht könnten wir da auch an einer anderen Art und Weise herangehen. And that's what we want to explore now. Und das ist, was wir jetzt auskundschaften wollen, erkunden wollen. We want to look at the way the Millerites looked at this verse. Wir möchten anschauen, wie die Milleriten an diesen Vers herangegangen sind. Now, the reason why this isn't as straightforward as we might think Der Grund, warum das nicht so gerade heraus ist, wie wir eventuell denken, is because for one reason or another, ist, weil aus irgendeinem Grund some of the Millerite or what we would call the pioneers were not as famous as others. einige der Milleriten waren nicht so bekannt wie die anderen. And not only that, Und nicht nur das, if you become famous for one thing, sondern wenn man bekannt wird für eine Sache, kind of like an actor, es ist eigentlich so wie ein Schauspieler, like a Hollywood actor, ein Hollywood-Schauspieler. they have a part in a movie and it becomes really famous. Sie haben alle einen Teil in einem Film und And sie werden bekannt. What happens then, Und was dann passiert, that role defines that actor for life. dass diese Rolle den Schauspieler für seinen Rest seines Lebens definiert. You might think it's good, but it actually ruins their career Und man denkt vielleicht, dass das gut ist, aber eigentlich ruiniert es ihre Karriere. because they can never get another job. Denn sie können keine weitere Arbeit bekommen. Happens quite frequently. Und das passiert relativ oft. And this is what happened to this pioneer. Und das passiert auch zu diesem Pionier. They gave an example of Julie Andrews in Sound of Music. So we got an example Also wir haben ein Beispiel of Julie Andrews in The Sound of Music, von Julie Andrews in dem Film Sound of Music. and that was from Sister Debbie Leroy.
Und das war Is that von right? Debbie Leroy, Yeah. Oh, which reminds me, welches mich daran erinnert, Sister Debbie gave an important principle Schwester Debbie hat ein wichtiges Prinzip gegeben in our last class. in unserem I didn't letzten an- I didn't- Unterricht. It was not so much a question, but it's more of a statement. Es war nicht wirklich eine Frage, sondern eher eine Aussage. Should be on your chat. Es sollte in eurem Chat sein. She called it the rule of first mention. Sie hat es die Regel der ersten Erwähnung genannt. And she said, Und sie sagte, I'm going to paraphrase, ich werde es in meinen Worten wiedergeben, if you first learn the wrong, wenn man erst das Falsche lernt, it becomes really challenging to learn the right afterwards. dann wird es richtig schwer, hinterher das Richtige zu lernen. And it points out the need to learn the correct thing the first time round at the beginning. Und das betont den Fakt, dass man erst das Richtige lernen sollte. She gave an example of parenting. Und sie hat ein Beispiel über Eltern gegeben. She didn't quite quote this verse, but she alludes to it. Also sie hat nicht wirklich diesen Vers zitiert, aber sie bezieht sich darauf. Train up a child in the way that it should go. Trainiere ein Kind in der Art und Weise, wie es weitergehen soll. When it grows up, it will follow that way. Und wenn es dann erwachsen wird, folgt es diesem Weg. That means teach them the right at the beginning and they'll carry on. Das bedeutet, lehre sie das Richtige am Anfang und dann gehen sie darin weiter. I heard what you said. I just thought it was funny that you said that. Gave that example. Brother Wolfgang, Should we mention that? I'll skip over that. Ich werde darüber hinweggehen. There is good science Da gibt es gute Wissenschaft, that demonstrates the following phenomena. die folgendes Phänomen demonstriert. When you learn something for the first time, Wenn du etwas zum ersten Mal lernst, it produces a pathway in your brain. dann tut es so einen Weg in deinen Nerven, in deinem Gehirn kreieren. Depending on how you conceptualize it, Je nachdem, wie man das versteht, you have these two nerves da hat man diese endings, zwei Nervenenden, and I'm probably going to make a mistake, but you get a synapse at the end of them. aber man hat eine Synapse am Ende. And it's like making a connection. Und da wird eine Verbindung kreiert oder wächst da. And once that connection's made, Und wenn diese Verbindung dann gemacht wird, it just doesn't break easily. dann tut das nicht sehr einfach wieder brechen. Another way people conceptualize it In einer anderen Weise, wie man das verstehen kann, is when you have a thought, ist, dass wenn man einen Gedanken hat, it produces a groove. dann tut es so einen Graben oder so Furche kreieren. And what they've demonstrated Und was sie demonstriert haben, is that when you learn something for the first time dass wenn man etwas für das erste Mal lernt and it makes that connection, und es diese Verbindung herstellt if someone tells you afterwards, by the way, that was wrong, und wenn dann hinterher jemand sagt, oh, das war falsch, and then they teach you the correct answer, und dann tun sie dir die richtige Antwort lehren, what you cannot do was du nicht tun kannst, is just erase the first one and just go to the second one. dass man das erste einfach so ausradieren kann und einfach zum zweiten gehen kann. So you consciously know the first answer was wrong, Also weißt du sehr bewusst, wie man dass das erste falsch ist the second is correct. und das zweite ist richtig You can't just erase the first. und du kannst das erste nicht einfach What ausradieren. your brain does Was dein Gehirn macht, is it goes through the first pathway ist, dass es durch diesen ersten Pfad hindurchgeht and then produces a link from that one to the second. und dann produziert es eine Verbindung zu diesem zweiten Pfad. So if you want to get to the truth, Und wenn man zu dieser Wahrheit kommen möchte, what will you always go through first? wo musst du immer vorher durchgehen? You go through the lie, the error, Du gehst durch die Lüge, durch die Irre durch. and it's crippling to a person's experience. Und es ist es tut jemanden verkrüppeln in seiner Erfahrung. So it's really important to learn things correctly the first time. Also es ist sehr wichtig, dass man Dinge schon beim ersten Mal richtig lernt. So we agree with Sister Debbie Leroy. Also wir tun mit Schwester Debbie Leroy übereinstimmen. So Also,
the Millerites approached this whole thing in the wrong way, or not the wrong way, I should say, in a different way. Also die Milleriten sind an die ganze Sache in einer anderen Art und Weise daran gegangen. And the reason we never picked up on this Und der Grund, warum wir das niemals betrachtet haben, is because ist, weil the person who had this different perspective Leute haben unterschiedliche Meinungen oder Perspektiven. was made famous for another work. Und das wurde sehr bekannt für ein weiteres Werk. And that work that he did eclipsed everything else that he did. Und dieses Werk, was er da getan hat, hat alles andere erleuchten lassen. Now, In Schatten gestellt, Entschuldigung. it was eclipsed in our thinking, Es wurde in unserem Gedankengang in den Schatten gestellt. but not in the thinking of a famous historian. Aber nicht in dem Gedanken eines sehr bekannten Historikers. And who was that historian? Und wer war dieser Historiker? What was his name? Smith. Uriah Who Smith. said that? Flukas and Eleanor Natty. Good. We have a number of people who have said it's Uriah Smith. Also wir haben mehrere Leute, die sagen, dass es Uriah Smith war. That's the correct answer. Und das ist die richtige Antwort. And he collected those thoughts and And it- put them into a book called Daniel and the Revelation. Und er nimmt diese Gedanken und bringt sie zusammen in einem Buch, das er Daniel und die Gedanken zu Daniel und Offenbarung nennt. Now, what I find interesting, Was ich interessant fand, and I think Uriah Smith did a disservice to us, und ich denke, Uriah Smith hat es uns hier ziemlich schwer gemacht. what he did Was er getan hat, is when he looked at Daniel, als er Daniel betrachtet hat, he just kept it as Daniel. da hat er es einfach nur als Daniel And Revelation, betrachtet. Und die Offenbarung, he just kept it as Revelation. er hat es einfach nur als die Offenbarung belassen. He didn't mix them. Er hat sie nicht miteinander verbunden. So when he went to Revelation 9, Also wenn er zur Offenbarung 9 dann gegangen ist, what subject was he referring to, or what subject was he dealing with? um welches Thema hatte er da behandelt? Islam, Der Islam, the first and second woe. die erste und die zweite Wehe. And the reason why that became significant Und der Grund, warum das sehr bedeutend wurde, is because he wanted to bring everyone's attention to what issue, what event zu welchen, er wollte die Aufmerksamkeit der Leute auf welches Ereignis leiten. to the end of Das Ende der the second woe, zweiten Wehe. not Nicht, the end of the sixth angel. nicht das Ende des 6. Engels. Hopefully I've got that correct. Ich hoffe, dass ich das so richtig gesagt habe. If I haven't, then someone can correct me. Wenn nicht, dann korrigiert mich jemand bitte. So Also, he's going to focus our attention on the end of the second woe. also er fokussiert sich oder er fokussiert alle auf oder betont das Ende der zweiten Wehe. I think most of us understand his calculation. Und ich denke, die meisten verstehen diese Kalkulation. Takes a start date, Er nimmt ein Datum, das dann anfängt. adds 150 years, Er addiert da 150 Jahre and then adds an additional 391 years and 15 days. und dann nimmt er eine weitere 391 Jahre und 15 Tage und addiert die da noch dazu. Hoping that's all correct. Ja, Sister so. Tamina says yes. So he brings you to what date? Also er bringt uns dann zu welchem Datum? Not to 1844. Someone says 811. He brings you to the year 1843, 1840, 1840, ja. August the 11th. Den 11. August 1840. And that's all good and well. Und das ist auch alles so schön gut. And we pick up on that. Und wir nehmen das auch so. And why do we pick up on that? And why do we accept it? Warum nehmen wir das an? Why do we accept that? Warum nehmen wir das an, That interpretation of things? diese Interpretation? So Brother Wolfgang said because of the day-year principle.
Bruder Wolfgang sagt wegen dem Tag-Ja-Prinzip. I'm going to suggest that's why the Millerites accepted that study. Ich würde vorschlagen, das ist, warum die Milleriten dieses Studium angenommen haben. But why do we accept it? Aber warum nehmen wir es an? Uriah Smith says it means this thing. Uriah Smith sagt, es bedeutet diese Sache. And do we actually care what Uriah Smith says? Und kümmern wir uns eigentlich drum, was Uriah Smith sagt? Who is Uriah Smith? Wer ist Uriah Smith? So Brother Wolfgang says he's not inspired. Er ist nicht inspiriert. So if he's not inspired, why do you care to accept his position or his analysis of Revelation 13? Warum nehmen wir seine Analyse? So Sister Alyssa says because they lived through history. Ja, also Schwester Alyssa sagt, weil sie durch die Zeit gelebt sind. No, I'm not going to say that's not right. Nein, das stimmt nicht. Confirms 9/11. No, that's not right. Nein, es tut nicht 9/11 bestätigen. Because if Alan White endorsed it, no, that's not right. Weil Ellen White es I'm gesagt sorry. hat. It's not the answer that I want. They're all Es- good answers. Es sind alles gute Antworten, aber das ist nicht das, was ich möchte. Fall of the Ottoman Empire. Der Fall des Osmanischen Reiches. Newspapers. We'll go with newspapers. Also Zeitungen, ja, das ist die Antwort, die wir nehmen. Kind of. Ungefähr. So the reason why we accept this Also der Grund, warum wir das annehmen, is because the newspapers, weil die Zeitungen, the external events, die externen Ereignisse, the fall of the Ottoman Empire, der Fall des Osmanischen Reiches, all of that all das could be seen konnte gesehen werden. as what? Als was? A fulfillment Als eine Erfüllung von of the prophecy of Revelation 13 von den Prophezeiungen aus Offenbarung 13. 13 oder 9? 9, Revelation 9. Why am I saying Revelation 13? Von Offenbarung 9. I meant Revelation 9 all the way through that. Also sorry. Offenbarung 9 meinte ich. Someone said that he knew how to interpret. Jemand hat gesagt, er wusste, wie man interpretiert. I'm going to suggest Uriah Smith did not know how to interpret. Ich würde vorschlagen, dass Uriah Smith nicht gewusst hat, wie er Dinge interpretieren soll. The reason we accept it Der Grund, warum wir es annehmen, is because this was Josiah Litch's work. ist, weil es war Josiah Litches Arbeit oder Werk. And I want to suggest Und ich würde vorschlagen, that Smith, dass Smith, to whatever degree he does this, zu welchem Grad er dies auch tut, makes it clear that this is Litch's work. We can see that this is Litch's work. geht er sicher, dass dies Litches Werk ist. And when Alan White comments on this, Und wenn Ellen White dann sich darauf bezieht, as Sister Eleanor and Brother Atty point out, Alan White endorses it. Bruder Atti und Schwester Ellen sagen hier, dass Ellen White es bestätigt. So what I want us to see is in Revelation 9, Was ich möchte, dass wir sehen, ist in Offenbarung 9. the reason we accept this Der Grund, warum wir das akzeptieren, is because we recognize it's the work of a pioneer. ist, dass wir erkennen, dass es die Arbeit oder das Werk eines Pioniers ist. This is not just Smith Das ist nicht einfach nur Smith, making his own thoughts or ideas up. dass er einfach nur seine eigenen Gedanken hier laufen lässt. So that's that. Das ist das einmal. Now when we come to Daniel, Und wenn wir dann zu Daniel kommen, Uriah Smith Uriah Smith is going to give his commentary on these verses, gibt er seinen Kommentar über diese Verse the ones that we're focused on, und diejenigen, auf die wir uns beziehen oder betonen, is around the last 16 to 17 verses. sind die letzten 16, 17 Verse. Now when he explains what these verses mean, Wenn er jetzt erklärt, was diese Verse sind, he does it in such a way dann tut er das in so einer Art und Weise, that it sounds like what? What does it sound like when he explains it? dass es sich wie klingt das? When he explained Revelation 9, Wenn er Offenbarung 9 behandelt, it seemed quite clear that he was referring to someone else's work. da war es sehr deutlich, dass er sich auf jemand anderes, das Werk jemand anderes bezogen hat. But in Daniel 11, Aber in Daniel 11, the last 16 to 17 die verses, letzten 16, 17 Verse, what does it sound like? Whose work does it sound like? wie klingt das denn? Nach dem Werk von wem?
It does not sound like Litch's work. Es klingt nicht nach Litches Werk. I'm going to suggest Ich sage oder schlage vor, the way he pens those verses, his commentary on them, sounds like it's his work. die Art und Weise, wie er dieses Kommentar über diese Verse gibt, klingt es so, als wäre es sein Werk. And so we as a movement, Also wir als Bewegung dann we've been inclined to accept his version of Revelation 9 and not his revelation of Daniel 11. haben wir dann sind dazu geneigt, dass wir seine Version von Offenbarung 9 annehmen, aber nicht die von Daniel 11. So Sister Susan has said that it's not plagiarism, because I use that term often, plagiarism. What is plagiarism? Copying. Also hier, es ist nicht Plagiat. So I hope we don't get hung up on this word of plagiarism. Ich hoffe nicht, dass wir uns an diesem Wort Plagiat jetzt hier aufhängen. But he certainly copies Litch's work in Revelation 9. Aber er tut auf jeden Fall in Offenbarung 9 das Werk von Litch kopieren. But the way it's written, it's clear that it's Litch's work. You can see that. Aber die Art und Weise, wie es geschrieben wird, kann man erkennen, dass es eigentlich Litches Werk ist. And Ellen White's commentary on it just adds weight to that. Und Ellen White und ihr Kommentar geben da noch Gewicht dazu. But when it comes to Daniel 11, Aber wenn wir dann zu Daniel 11 kommen, it's not clear that he's actually copying. I use the word plagiarizing someone's work. It looks like it's his own work, which is the definition of plagiarism. dann sieht es nicht so aus, als würde er es hier selber schreiben. Also es sieht nicht so aus, als würde es kopieren von jemand anderem. Es sieht so aus, als hätte er es selber geschrieben. Okay, so now it gets a little bit controversial, I guess. Jetzt wird es ein bisschen kontrovers. And I don't want to disagree with Sister Susan, but guess I'm going to. Ich möchte jetzt nicht unbedingt mit Schwester Susan dagegen gehen, aber ich denke, ich muss es machen. Or perhaps I'm not. Oder vielleicht auch nicht. She says, Sie sagt, you can't plagiarize God's truth. du kannst Gottes Werk nicht kopieren. And I'm learning. Und ich lerne. I'm learning, Sister Susan. Äh, You can't plagiarize God's word, Du God's kannst- truth. Gottes Werk oder Wahrheit nicht kopieren. So, But you can counterfeit it. Aber the question is this. die Frage ist folgende. Is what Brother X or Sister Y, Ist das, was Bruder X oder Schwester Y, who stands up and starts presenting, die aufstehen und anfangen zu präsentieren, is that God's truth? ist das Gottes Wahrheit? Not necessarily. You don't know. Nicht unbedingt. Du weißt es ja nicht. So I'm going to stand up, Also ich stehe jetzt auf, open my Bible, ich öffne meine Bibel read a verse. und ich lese einen Vers I'll tell you what it means. und ich sage dir, was es bedeutet. When I tell you what it means, Und wenn ich dir sage, was es bedeutet, am I telling you God's truth? sage ich dir Gottes Wahrheit. I'm breaking Miller's rules. Ich breche William Millers Regeln. Well, I hope I'm not. Ich hoffe, das tue ich nicht. Maybe I am, maybe I'm not. Vielleicht auch nicht. If I wasn't breaking these rules, Wenn ich seine Regeln nicht brechen it'd be würde, God's truth. dann wäre es Gottes Wahrheit. But if I was, it wouldn't be God's truth. Aber wenn ich es nicht tun würde, dann wäre es nicht Gottes Wahrheit. Rule number 5. Regel Nummer 5. The Bible interprets itself. Die Bibel tut sich selbst auslegen. Often you need a teacher to do that work for you. Oft gebraucht es einen Lehrer, der dieses Werk für dich tut. Problem is, Das Problem ist nur, you don't know if the teacher is giving you false information. man weiß nicht, ob der Lehrer dir falsche Informationen gibt. So that's the problem Das ist das Problem, that we face ja, dem wir gegenüberstehen, when you either go to Smith or Litch. wenn man hier zu Smith oder Litch geht. He's a prophet for one person Für, and a charlatan for another. für einen ist es ein Prophet, für den anderen ist es ein Scharlatan. That's why I can call it plagiarism in Und my thoughts. Deswegen kann man es in meiner Ansicht oder meinen Gedanken Plagiat nennen. Because Litch Denn Litch is just a man after all, ist eigentlich einfach nur ein Mann, giving a commentary on these verses. der einfach diese Verse kommentiert. To turn a commentary into God's truth is a big step
um diese Kommentare in Gottes Wort zu verwandeln, ist ein großer Schritt. Okay. So if you afford me the privilege of using the word plagiarism, Also wenn ihr mir jetzt dieses Privileg gewährt, dieses Wort Plagiat zu benutzen, because we don't know denn wir if wissen nicht, Lich is giving us God's truth. ob Litch Gottes Wahrheit benutzt. For 30 years, Für 30 Jahre, maybe a little bit less, vielleicht auch ein bisschen weniger, this movement would teach that that was not God's truth. hat die Bewegung gelehrt, dass dies nicht Gottes Wahrheit ist. What Lich taught in Revelation 9 was God's truth, Was Litch in Offenbarung 9 gelehrt hat, war Gottes Wahrheit. but what he taught in Daniel 11 was not God's truth. Aber was er in Daniel 11 gelehrt hat, war nicht Gottes Wahrheit. That's what we taught. Das ist, was wir gelehrt haben. I don't know if you agree with that, Sister Susan. Ich weiß nicht, ob Schwester Susan, ob du Let damit us know if you agree with übereinstimmst. that. Lass es mich wissen. The reason is, Der Grund ist, I want to suggest, ich möchte vorschlagen, for me, für mich, someone told me that Revelation 9 was Lich. dass Offenbarung 9 Litch war. I like Lich, Ich mag Litch. have confidence in him. Ich habe Vertrauen in ihn. So I say, Also sage ich, that's God's truth. das ist Gottes Wahrheit. But no one told me that Daniel 11, Aber niemand hat mir gesagt, dass Daniel 11, I'll say 32 to 45, also ich sage jetzt 32 bis 45, no one told me that was Lich. niemand hat mir gesagt, dass das Litch war. They told me it was whom? Sie haben mir gesagt, dass es wer was. They said it was Smith. Sie sagen, dass es Smith war. And I don't have a lot of confidence in Smith. Und ich habe nicht sehr viel Vertrauen in Smith. Don't mean that in any insulting way. Ich meine das jetzt nicht in einer empörenden Art und Weise. I'm well aware what Ellen White says about his book, Ich weiß sehr genau, was Ellen White über sein Buch sagt. but I don't have much confidence. Aber ich habe einfach nicht viel Vertrauen. And no one told me that was Lich's work. Und niemand hat mir gesagt, dass es Litches Werk war. If they had, Wenn sie das getan hätten, I would have at least looked closer. dann hätte ich zumindest mal das genauer betrachtet. So my question to you, Also meine Frage who are ist, listening, die zuhören, why did you throw out warum hast du Uriah Smith's version of Daniel 11 Uriah Smiths Version von Daniel 11 aus dem Fenster Daniel 11 aus dem Fenster Why did you geschmissen? throw that out Warum hast du das rausgeschmissen? and you didn't throw out Revelation 9? Und du hast nicht Offenbarung 9 rausgeschmissen. I want to suggest, Und ich möchte vorschlagen, because you thought Revelation 9 was weil God's du truth, gedacht hast, dass Offenbarung 9 Gottes Wahrheit ist, but you thought Daniel 11 was man's word. aber dass Daniel 11 Gottes Worte eines Menschen waren. Let me rephrase that. Lass mich das nochmal wiederholen. I want to suggest you thought Revelation 9 was Lich Ich schlage nochmal vor, dass du gedacht hast, Offenbarung 9 ist Litch and Daniel 11 was und Daniel 11 war Smith. Uriah Smith. That's why we approach the passages differently. Und das ist, warum wir unterschiedlich an diese Abschnitte rangehen. Okay. So when it came to my understanding, Als ich verstehen konnte, this durfte, was last year das war letztes Jahr in Brazil, in Brasilien, when it came to my understanding that, in fact, the last verses of Daniel 11 was not Smith, but Lich. als ich verstehen konnte letztes Jahr, dass die letzten Verse von Daniel 11 nicht Uriah Smith waren, sondern Litch, I was forced to re-examine. da wurde ich gezwungen, nochmal das Ganze zu betrachten. So, Sister Debbie says, we have a bias in favor Lich, but against Smith. Also Schwester Debbie sagt hier, wir haben favorisieren Litch, aber wir sind gegen Smith. And I admit to it that I do. Und ich bin auch ehrlich und sage, ja, das habe ich so. And my justification for that Und meine Rechtfertigung dafür ist is not because I dislike Smith or I've got something against him. nicht, dass ich irgendwie Smith nicht mag oder so, was gegen ihn habe.
is because I don't have any evidence sondern es ist, dass ich keinen Beweis habe, that he is anything more than a man. dass er mehr ist als irgendein Mann. GC, Großer Kampf, page, Seite, the most important truth. die wichtigste Wahrheit. 3432. 343, 343, Paragraph 2. No greater truth is brought to view in the scriptures. Keine größere Wahrheit ist in der Schrift offenbart. Thank you. GC 343. Good. Sister Charity. Ja, Schwester Charity, Seite 343, Paragraph 2 im Englischen. God, through the Holy Spirit, raises up servants. Gott durch den Heiligen Geist tut seinen Diener berufen. And I'll call it evidence. Und ich sage oder nenne es Beweise. You might call it confidence. Ihr mögt es vielleicht Confidence, Mut oder Sicherheit nennen. That Lich Dass Lich was one of those servants. einer dieser Diener war. But I have no good evidence Aber ich habe keinen guten Beweis, that Smith was one of those servants. dass Smith einer dieser Diener war. Except God's helping hand. Es sei denn, dass es er war natürlich Gottes helfende Hand. Part of my argument for this Teil meines Arguments dafür is what dispensation was Lich raised up in, created in welcher Dispensation wurde Lich berufen? What dispensation was that? In welcher Dispensation war das? In the gathering. In der Sammlungszeit. Early Writings, page 74. Frühe Schriften, Seite 74 im Englischen. Ellen White talks about a second gathering. Ellen White spricht da über eine zweite Zeit der Sammlung. It's 1850. Und das ist 1850. First gathering is Die erste Sammlung ist 1798. 1798. 46 years to construct a temple. Es dauert 46 Jahre, den Tempel zu bauen. That's why Lich, Und deswegen I'm suggesting, is a servant. schlage ich vor, ist Lich ein Diener. Now, God wanted to gather his people a second time in 1850. Also Gott wollte in 1850 sein Volk ein zweites Mal sammeln. It does not happen. Und das passiert nicht. At the very moment he wants to raise them up and gather them, Und an dem Moment, wo er sie sammeln möchte, they scatter. da tun sie sich zerstreuen. Under whose instruction? Und- Whose influence? Und wer hat diesen Einfluss? Satan. Satan. He has a ministry meeting Er hat ein Ministry-Meeting and he has a plan und er hat einen Plan, to scatter God's people. Gottes Volk zu zerstreuen. And how does he do that? Und wie tut er das? One word. Ein Wort. Using Er benutzt Covetousness. money. Geld. We call that Wir nennen das Covetousness. covetousness. Habsucht. Or Oder what condition? welcher Zustand? The Laodicean Laodicea. condition. Die laodizianischer Zustand. People say it. Excellent. Sister Justina, good to have you. So it's the Laodicean condition at the very moment God was wanted to gather his people. Also da ist der laodizianische Zustand genau zu dem Zeitpunkt, wo Gott sein Volk sammeln wollte. So I have a structural reason, Also ich habe einen strukturellen Grund, not a personal preference, nicht eine persönliche Neigung oder Vorliebe, to not have confidence in Smith. um kein Vertrauen in Smith zu haben. Because Smith is not literally born, but what dispensation is he born into? Also jetzt nicht buchstäblich, aber in welche Dispensation wird er hineingeboren? Into a scattering dispensation. In Good. die Dispensation der Zerstreuung. Good, Sister Natalie. Scattering. Also die Zerstreuung. He's a Laodicean. Er ist ein Laodizianer. So therefore, I naturally would not want to trust him. Also und deswegen würde ich ihm natürlich, also von Natur aus oder naturgemäß nicht vertrauen. This has got nothing to do with people's individuality or him as a person. Und das hat nichts mit der Individualität dieser Person zu tun. He may have been a nicer person than Lich, I have no idea. Vielleicht war er ja sogar eine nettere Person wie Lich. Ich habe keine Ahnung. Normally it's 6:30. So, Also,
The reason why this movement has approached Daniel 11 and Revelation 9 differently Der Grund, warum diese Bewegung unterschiedlich auf Offenbarung 9 und Daniel 11 herangegangen sind, is based upon who we attribute the author to be. basiert darauf, wo wir denken, wer ist denn dieser Autor In the same book, in dem gleichen Buch. Smith's work, Daniel and the Revelation. Also in dem Werk von Smith, Gedanken über Daniel und Offenbarung. So, Sister Charity has made a comment, Also wir haben hier einen Kommentar and I'm going to just speak about that in a moment, Sister Charity, und ich spreche darüber in einem Moment. or Brother Blessing. I'm not sure who it is. Ich weiß jetzt nicht genau, wer es ist. So, because we've attributed the wrong author to chapter 11, we have not approached it in a fair and honest fashion. Also weil wir den falschen Autor das Werk von Daniel 11 zugeordnet haben, sind wir da anders herangegangen. If I were you, Wenn ich jetzt du wäre, and I am, und das bin ich ja, if someone told me that was Smith's work, wenn mir jemand sagen würde, das ist das Werk von Smith, I would have ignored it, dann hätte ich es ignoriert, like you did. so wie du es getan hast. And I would have favored Und ich hätte whom? wen No. vorgezogen. Who told me to ignore it? Wer hat mir denn gesagt, es zu ignorieren? Elder Jeff Pippinger. Ältester Jeff Pippinger. So, like you, Also wie du. I ignored all of that. Also habe ich all das ignoriert. Not because I don't like Smith. Nicht, weil ich Smith nicht mag. He's got a good record. Er hat eine gute Aufzeichnung. Because he's just a man Sondern er ist einfach nur ein Mann, born into a dispensation of scattering. der in eine Dispensation der Zerstreuung auch hereingeboren wurde. Now, I don't know Also ich weiß jetzt if nicht, Elder Jeff knew ob ältester Jeff wusste, that was indeed Litch's work, or if he didn't know. ob das wirklich jetzt Litches Arbeit war oder ob er das nicht wusste. I hope Ich hoffe, that he didn't know, dass er das nicht gewusst hat. because if he did know, Denn wenn er das gewusst hätte, the implications die Auswirkungen are really bad. wären richtig schlecht. So Brother Wolfgang said Bruder Wolfgang sagt, if he did it purposely, he would have deceived us. wenn er das gewusst hätte, dann hätte er uns absichtlich getäuscht. And again, this is not a moral statement that Brother Wolfgang is making. Und wiederum, das ist kein jetzt moralische Aussage, die Bruder Wolfgang hier macht. It's not like he's suggesting Elder Jeff deliberately lied. That's not what he's referring to. Also es geht hier nicht darum, dass er hier aussagen würde, dass Ältester Jeff absichtlich gelogen hätte. But it would have been a dark stain upon this movement if we had done that. Aber es wäre ein dunkler Fleck auf der Bewegung, hätte er dies getan. But I have no evidence to suggest that he ever knew this was Litch's work. Aber ich habe keine Beweise, um zu sagen, dass er das jemals gewusst hat, dass es Litches Werk war. As far as I'm aware, Soweit ich weiß, his work is only found in one document. wird sein Werk nur in einem Dokument gefunden. And we're going to start looking at this document now. Wir werden anfangen, dieses Dokument jetzt zu betrachten. It's interesting for a number of reasons. Und es ist interessant auf eine Anzahl von Gründen. And what we want to do Und was wir tun is werden, start looking at this document ist, dass wir dieses Dokument betrachten werden, in a little bit of detail. in gewissen Details. So if you're following along, Also wenn ihr hier mitgeht, this is found in the Pioneer writings, depending on what software you're using. kommt darauf an, welche Software ihr benutzt, aber man findet das hier in der Pionierabteilung, Now, before I give you the reference, der Sektion. Und bevor ich euch jetzt die Quelle gebe, just want to go back to Sister Charity, Brother Blessing's comment. möchte ich jetzt noch zu dem Kommentar von Schwester Charity in Blessing gehen. They say Sie sagen, that Litch's work, I'm going to quote, Litch's work galvanized the Millerite movement and validated the first angel's message. He was the empowerment of the first angel. also Litches Werk verzinkte die Milleritenbewegung und hatte die erste Engelsbotschaft bestätigt. Und es war die Bekräftigung des ersten Engels.
oder aufrüttete, ja. If you're not persuaded by that statement, Also, wenn man von dieser Aussage nicht überzeugt wird, what I mean by that is the following. was ich damit meine, ist das Folgende. When you traditionally go to the Millerite line Wenn man traditionell zu der Milleritenlinie geht and we start talking about the angels and their work, und wir fangen an, über die Werke der Engel drüber nachzudenken, arrival and empowerments, etc. also die Ankunft und Bekräftigung. If you were to go to November 2018, Wenn man zum November 2018 gehen würde, Kenya, Kenia, there's a School of the Prophets there, da gibt es eine Schule der Propheten and we go through that history, these verses in a lot of detail. und wir gehen durch diese Verse in sehr großem Detail hindurch. So I'm hoping, if you're not familiar, that you can go refer to that. Ich hoffe, dass ihr ja dorthin gehen könnt. But I'm hoping we all agree that Lich's work, Ich hoffe, dass wir damit übereinstimmen können, dass das Werk von Lich consolidated zusammengefasst oder ja and validated Miller's work. und hat das Werk von Miller bestätigt. And he was indeed the empowerment of the first angel. Und er war wirklich die Bekräftigung des ersten Engels. So we call it the empowerment of the first. Also wir nennen es die Bekräftigung des ersten. And why was it the empowerment of the first? What power does it provide? Und warum war es die Bekräftigung des ersten Engels? Was hat es denn dann bekräftigt? How and why does it give it power? Warum gibt es denn diese Macht? One word. Ein Wort. What's the issue? Not prophecy. So people are giving day for a year prediction, time. Tag für ein Jahr, die Vorhersage, Zeit. Good. We got there at the same time as Sister Debbie. Okay. It's the day for a year principle. People are doing that. Es ist das Tag-Jahr-Prinzip, But it's time. aber es ist die Zeit. He confirms time. Er tut die Zeit bestätigen. And the reason why it's important to understand that this is the empowerment of the first angel Und der Grund, warum es wichtig ist zu wissen, dass es die Bekräftigung des ersten Engels ist, is because we want to identify a characteristic with empowerment. weil wir möchten die Charaktereigenschaften der Bekräftigung identifizieren. Now we should all know Wir sollten alle wissen, that the empowerment of the second angel dass die Bekräftigung des zweiten Engels was what? war was? The empowerment of the second Die, in Bekräf Millerite history, die Bekräftigung des zweiten in der Milleritengeschichte war, what subject or issue was it? welches Thema war es? Behold, Siehe, behold the bridegroom cometh is what subject? Der- One word. siehe, der Bräutigam kommt. Das ist ein Thema. Was ist das? One word. Only one word. Ein Zeit. Which is Wann? time. Welches Zeit ist? The empowerment of the second message is time. Die Bekräftigung des zweiten Engels ist Zeit. They say, Sie sagen, now we know jetzt wissen wir the time die Zeit, when he's coming. wann er kommt. That's what the first angel's message, that's what the empowerment of the first angel's message was as well. Das ist, was auch die Bekräftigung des ersten Engels war. In 1840, 1840 you can say, kann man sagen, now we know jetzt wissen wir the time. die Zeit. It's the same characteristics. Es ist die gleiche Charaktereigenschaft. Based upon those two testimonies, we come to our history, Basierend auf diesen zwei Zeugen kommen wir nun zu unserer Zeit. 2018. 2018, Elder Test is now going to do what? ältester Test tut nun was? She's now going to give us the time. Sie wird uns nun die Zeit geben. So, everyone saying time? Good. It's all about time. Also es geht hier um die Zeit. So, we're in the document, Also wir sind jetzt in diesem Dokument and the reference is APEC. und diese Quellenangabe ist APEC. Oh, yes. I'll put it here. Ich markiere es hier. APEC. APEC.
For those of you who are interested, Für diejenigen, die Interesse haben, this is just a draft copy, a preliminary copy das hier ist ein Auszug oder of Lich's work. eine Version von Liches Arbeit. It's got a title here, Es hat einen Titel hier and this title is not the title of the original document. und dieser Titel ist nicht der Titel des originalen Dokuments. Entschuldigung. But it was a title that we felt was fitting to this document. Aber es war ein Titel, wo wir dachten, dass es für das Dokument angemessen war. So it's just a direct copy, nicely formatted, of Lich's document. So, das ist jetzt eine schöne Kopie von dem Werk, was Litsch gemacht hat. And it'll be available soon Und es if wird- you want a copy of it. Und es wird bald erhältlich sein, falls ihr eine Kopie haben wollt. Okay, so the title of this work Also der Titel dieses Werkes ist is an address eine Rede to the public an die and Öffentlichkeit especially the clergy. und besonders an den Klerus. Okay, so this doesn't work that well in foreign languages, but in English it's right. It's APEC. Also es ist APEC. A, A, an address, eine Rede, which is a speech. welches eine Rede ist. P, P, to the public, also zu der Öffentlichkeit, which is the world. welches die Welt ist. E, Und E, but aber especially, besonders, that's the E, das ist das E, C, C, to the clergy, zu dem Klerus. which is the church. Also es ist die Gemeinde. Now, Also, clergy is not church. der Klerus ist nicht die Gemeinde. What is clergy? Was ist denn der Klerus, If you want to be precise. wenn man hier speziell sein möchte? Ministers? Yes, Es we sind, have the Flukas family say we'll go with the Sister Debbie's one, which is the leaders of the church. das sind die Gemeinde- oder Kirchenleiter. We have ministers, leaders, but it's church leaders. Also Minister, Leiter oder Kirchenleiter. So this is a statement to the leaders of the church, Also das ist eine Aussage zu den Leitern der Kirche, which I thought was interesting. wo ich dachte, dass es interessant ist. Now, when I've commented on this before, Wenn ich da das vorher kommentiert habe, I've said public is the world, clergy is church. da habe ich, World and church, church and world. da habe ich gesagt, die Öffentlichkeit ist die Welt und der Klerus ist die Gemeinde. Also wir haben hier die Welt und die Gemeinde, Gemeinde, Welt. But I also want us to look at it from a different perspective. Aber ich möchte, dass wir da auch mit einer anderen Perspektive dran gehen. If you compare and contrast, Wenn man das vergleicht und gegenüberstellt, clergy is whom? der Klerus ist wer? Church leaders, we have that. Die Gemeindeleiter, wir haben das. So the public is whom? Und die Öffentlichkeit ist wer? We're going to Jetzt compare and contrast. vergleichen, gegenüberstellen. You need to bring them both close to one another. Also man muss sie beide sehr nah zusammenbringen. If you bring them close to one another, Und wenn man sie zusammenbringt, oder ne, one says world leaders. where does the clergy live? Wo lebt denn der Klerus? In the In der church. Gemeinde. So the public, Und die when you Öffentlichkeit, bring them close, wenn du sie nahe heranbringst, are in the sind wo? church. In der Gemeinde. So the public are whom? Also die Öffentlichkeit ist wo? What do we call Oder wer that? sind sie? Public servants in the government juxtapose laity. I'm going to say the laity, or Brother Wolfgang says the members. Also man kann hier die Laien sagen, beziehungsweise die Mitglieder. So this can be understood both ways. Also es kann in beider Weisen Richtungen verstanden werden. The world and the church, Die Welt und die Gemeinde, but also aber auch the laity and the leadership of the church. die Mitglieder und die Leiter der Gemeinde. I think you can approach it both ways. Und ich denke, man kann es auf beiden Arten und Weisen sehen. Now, this whole book Dieses ganze Buch
really is just an explanation of Miller's message. Ist einfach nur eine Erklärung von William Millers Botschaft. He goes step by step Schritt für Schritt geht er through William Miller's thesis, his message. durch die Botschaft oder Thesen von William Miller durch Speaks about it in his own words, und spricht hier oder handelt hier in seinen eigenen Worten, from his own perspective. von seiner eigenen Perspektive. There are 6 sections to this book, Da gibt es 6 Sektionen zu diesem Buch, in diesem Buch. and the sections that we're interested in concerned with is the last 2. Und die Sektionen, in denen wir interessiert sind, sind die letzten 2. So we want to talk about the last 2. They're called sections. Also wir sind in die letzten 2 Sektionen, so werden sie genannt, interessiert. Section 5, section 6. Sektion Nummer 5 und 6. Now the reason why this is important, Der Grund, warum dies wichtig ist, at least I think so, und so denke ich zumindest, is when you look at the titles. ist, dass wenn man diese Titel betrachtet, Section 5. Sektion Nummer 5, The time of the end and the end itself. die Zeit des Endes und das Ende selber. And that's what we decided to call this booklet. Und das ist, wo wir uns entschieden haben, dieses Booklet zu nennen. It's taken from the title of section 5. Also es ist dieser Titel von Sektion Nummer 5. It's not the title of the original document. Das ist nicht der Titel des ursprünglichen Dokuments. So the time of the end and the end itself, Also die Zeit des Endes und das Ende selber, even without looking at the work or the body of that section, you can tell from the title where you should be looking. also selbst von dem Titel weiß man schon bereits, wo man suchen sollte oder wo man ist. Where would you look to see the time of the end and the end itself? Wo würde man denn suchen, um das Zeit des Endes zu sehen und das Ende selber? Daniel 11. Daniel 11. And then he does go into chapter 12, but we just say this is the story of Daniel 11. Und dann geht er in Kapitel 12 natürlich, aber wir sagen einfach, das ist die Geschichte von Daniel 11. Time of the end means what? Die Zeit des Endes bedeutet was? Means what? Bedeutet was? What does the time of the end mean? You Was? already told us, Sister Esther. It means the beginning of the end. Es bedeutet der Anfang von dem Ende. So if the time of the end means the beginning of the end, Also wenn die Zeit des Endes das Anfang des Endes bedeutet, what does the end itself mean? was ist dann das Ende in sich selber? Yes, Es ist, the end of the time of the end. es ist das Ende des Zeit des Endes. So you have the beginning of the end and the end of the end. Also hat man den Anfang des Endes und das Ende des Endes. We can see that. Können wir das so sehen? People say amen. Sorry? People say amen. Good. I like that. I just want to go to a Bible passage, Ich möchte zu einem Bibelvers gehen, Book of Daniel. in dem Buch Daniel. I think it's the Book of Daniel. Yes. This is Daniel 8. Das ist Daniel 8. And the way the movement generally comments on this Und die Art und Weise, wie diese Bewegung generell das kommentiert, is different to many people. ist unterschiedlich, wie viele andere es tun. So, what's the title of this chapter? Also was ist denn der Titel dieses Kapitels? Section 5. Also von Sektion 5. Our paraphrase. Also in unseren Worten wiedergegeben. Time of the end means what? Die Zeit des Endes bedeutet was? Beginning of the end Der Anfang des Endes and the end of the end. und das Ende des Endes. So, it's this idea of the end of the end. Also hier haben wir diese Idee des Ende des Endes. Where do you see that in the book of Daniel, chapter 8? Wo sieht man das im Buch Daniel in Kapitel 8? I made it easy. I gave you the chapter. Ich habe es einfach gemacht. Is it the last end of the indignation? Let's see if someone can find it online. Lass uns schauen, ob es jemand online finden kann.
Okay, we'll give the answer. Wir geben die Antwort Sister Tamina said it's verse 19. und Schwester Tamina hat gesagt, es ist Vers 19. Gabriel Gabriel says this. sagt Folgendes. I will make thee know what shall be in the last end of the indignation. Also es sagt, ich werde es dir verkünden, was sich auf das letzte, in the German it doesn't even work, das Ende des Zorns, was sich darauf bezieht. Good, Sister Christine found it. The last end, you'd have a first end. Also hier haben wir das letzte Ende, im Englischen ist es anders, wie im Deutschen übersetzt wurde ist, und man hat einen Anfang des Endes. So we've got the end, Also man hat das Ende, and you've got the beginning and the end of the end. man hat den Anfang und das Ende von dem Ende. So this concept that we use in 8:19 Also dieses Konzept, was wir in Daniel 8, Vers 19 is benutzen, exactly the same concept das ist genau das gleiche Konzept, that Litch uses welches Litsch benutzt, when he comes to address Daniel 11. wenn er Daniel 11 adressiert. In the very title itself, Im Titel selber. he calls it Und er nennt es the last end das letzte Ende and the end itself. und das Ende in sich selber. Good, I think that's good. Ich denke, das ist okay so. I just want to go now to the title of section 6. Jetzt möchte ich einfach noch zu dem Titel Nummer 6 gehen. Sister Christine already gave it to us in the chat. Also im Chat wurde der Titel bereits gegeben. Section 6 Sektion 3. is 6. Entschuldigung. the 3 woes and the 2 witnesses. Die 3 Weherufe und 2 Zeugen. Now, what's funny about this? Was lustig ist, Let's go with section 5 and section 6. lass uns Sektion 5 und 6 behandeln. And what I want to do Was ich tun möchte, is look at numbers. ist, dass wir uns die Zahlen betrachten. If you're willing to do that. Wenn ihr willig seid, dies zu tun. Now, I'm hoping we don't think this is all numerology. Ich hoffe, dass wir nicht glauben, dass das hier jetzt Numerologie ist. Which we don't Numerologie, welche wir ja nicht mögen. But I thought this was quite interesting. Aber ich dachte, das ist ziemlich interessant. Let's think of some numbers Lasst uns ein bisschen die Zahlen darüber and nachdenken. someone tell me Und jemand sagt when mir, you have section 5 and section 6, what numbers they can pull out from that. wenn man Sektion 5 und 6 hat, welche Nummern oder Zahlen kann man da rausziehen? So I'll wait a few minutes. Also ich warte jetzt ein paar Minuten. Uh, 30. not 30. Nicht 30. So far nothing. What kind of numbers do you mean? 56 and 65. So, what I saw, I can't deny that Sister Debbie isn't what she's seen is not correct. Also ich What kann- is wrong. It may be true what she's seen. What I want us to see Was ich möchte, dass wir sehen, is the time of the end. dass die Zeit des Endes, What chapter is that? welches Kapitel ist es? 11. 11. Okay. So now, Sister Debbie, where am I going? Wo gehe ich denn jetzt nun hin? 11 und 12. No, just 11. We'll call it just 11. Wir nennen es jetzt einfach nur 11. If you're willing to afford me that luxury. Sorry, Sister Christina. 9, 11, 12. So we're in 11. Wir sind in, wir sind in 11. So, Sister Gabriella, it's not. No, that's you. No. That's not 9, correct either. 11, So we're in chapter 11. Also wir sind in Kapitel 11, Then section 6. Sektion 6. 3 woes. Haben wir 3 Wehe. Revelation 9. Und das ist Offenbarung So we have 9. 11, 9. Wir haben 11, 9. And then, Und dann, what's the title of section 6? was ist der Titel von Sektion 6? 3 woes and? Where's the 2 witnesses? Und wo sind die 2 Zeugen? Relation 11. 11. Das ist Offenbarung 11. So I found that interesting. Und das fand ich interessant.
that you have 11, 9, 9, 11. Und man hat 11, 9 und 9, 11. Yeah, I thought that Amazing. was amazing too, Sister Natalie. Ich habe auch gedacht, dass das ganz toll und wunderbar war. Okay, so and this is Litch. This is not Alan White. Und das ist nicht Litch, das ist Litch, nicht Ellen White. You know, there's no towers, there's nothing. But he can get all of 11, 9, and 9, 11. Also das ist jetzt nicht Ellen White und er hat keine Türme und irgendwas, sondern man hat ja einfach 11, 9, 9, 11. Straight out the chapters. Direkt aus dem Kapitel heraus. And the reason why I make that point Und der Grund, warum ich diesen Punkt machen wollte, is because I want to say, ist, ich möchte sagen, obviously one is Daniel, one is Revelation. offensichtlich eins ist Offenbarung, das So andere if we ist. do Daniel and Daniel. Revelation here, Und wenn wir Daniel und Offenbarung hier haben, what did we say? What methodology was that? was haben wir gesagt? Welche Methode war das? Repeat and enlarge. Wiederholung und Erweiterung. It's the same story. Und es ist die gleiche That's what Geschichte. repeat and enlarge means. Das ist, was Wiederholung und Erweiterung If bedeutet. that's the case, Wenn das so ist, Litch, Litch, when he goes section 5, wenn er zu Sektion 5 kommt and then he goes to section 6, und dann geht er zu Sektion 6 in his own book, in seinem eigenen Buch, what's he doing? was tut er denn dann? Compare and contrast, repeat and enlarge. Wiederholung und Erweiterung und Vergleichen und Gegenüberstellen. He's saying they're the same story. Er sagt, das ist die gleiche Geschichte. He's saying Daniel 11 Er sagt, Daniel 11 is the same story ist die gleiche Geschichte as Revelation 9 and 11. wie Offenbarung 9 und 11. He encodes all of that information just in the titles. Und er tut diese ganze Information so nur einfach schon im Titel kodieren oder reinlegen. Therefore, Und deswegen, if you accept wenn ihr das annehmt, Litch's version of chapter 9, dass die Version von Litch von Kapitel 9, what do you have to accept? was muss man auch annehmen? Because it's the same Denn es ist das as Litch's gleiche version of chapter 11. wie Litches Version über Kapitel 11. Because they're the same story Denn sie sind die gleiche Geschichte, to repeat and enlarge. seine Wiederholung und Erweiterung. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, Himmlischer Vater, we want to thank you for your goodness and mercy towards us. wir danken dir für deine Güte und Gnade gegenüber uns. We ask and pray that you would bless us. Wir bitten dich, dass du uns segnen mögest. We thank you that we can all come together from various parts of the world. Wir danken dir, dass wir von überall, von den Teilen der Welt zusammenkommen können. Some brethren already in the Sabbath hours, Manche Gebrüder sind bereits schon in den Sabbatstunden. some about to enter into the Sabbath, Manche gehen jetzt dort ein. and others still in the preparation time. Andere haben immer noch diese Vorbereitungszeit. Wherever we find ourselves, Wo auch immer wir uns wiederfinden, may we give you thanks mögen wir dir danken, that we can come together to worship you. dass wir zusammenkommen können und dich anbeten. Help us, Lord, to learn lessons from the past. Herr, helfe uns, Lektionen aus der Vergangenheit zu lernen. May we live in this parabolic world Mögen wir in dieser parabolischen, also Gleichniswelt leben. the world that you have given us. Diese Welt, die du uns gegeben hast. In Jesus' name, In Jesu Namen. amen. Amen.